Ja, wir beißen vom gleichen ab. Servus Leute, ich bin's Kanotano und heute werden wir die Spezialität meiner Heimatstadt nachbacken oder nachkochen. Das ist der Çiğ börek. Çiğ börek bedeutet eigentlich auf Türkisch rohes Börek. Aber weil ich ja Krimtatare bin und die Übersetzung eigentlich von Krimtatarisch auf das Türkische wurde nicht so übernommen, wie es sein sollte. Es bedeutet eigentlich schöner Börek. Wir werden das heute gemeinsam mit euch machen. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr uns unterstützen möchtet, dann gebt uns doch bitte ein Like und ein Abo. Wir gehen jetzt rüber und schauen mal rein, was alles reinkommt. Komm mit, Baby. Für den Teig unseres super leckeren Çiğ böreks brauchen wir natürlich 400 Gramm Weizenmehl. Wir haben den ganz normalen aus Lidl, den 405 Typen. Dann brauchen wir 20 Gramm Joghurt. Wir brauchen weiterhin 150 Milliliter lauwarmes Wasser. Dann brauchen wir eine Packung Backpulver. Für unseren Teig brauchen wir weiterhin 20 Gramm Butter. Und damit wir auch das ordentlich salzen, haben wir hier 10 Gramm Salz. Dann später für die Hackfleischfüllung brauchen wir erstmal 400 Gramm Hackfleisch. Zu den 400 Gramm Hackfleisch werden wir 3 Zwiebeln, die Flüssigkeit quasi hier ausreiben und nochmal etwas bewässern mit 150 Milligramm lauwarmes Wasser. Für unsere Würzung bei der Hackfleischfüllung brauchen wir 5 Gramm Pfeffer und 5 Gramm Salz. Da der Çiğ börek im Öl frittiert wird, brauchen wir auch natürlich Sonnenblumenöl. Wir fangen mit dem Teig an und dazu nehme ich mir wieder mein Küchengerät, damit mir das Leben wieder einfacher gemacht wird. Wir tun jetzt unsere ganzen Bestandteile, die wir für den Teig brauchen, einfach mal in die Schüssel rein. Edi, magst du mitkommen? Da tun wir natürlich erstmal das Mehl rein. Das waren die 400 Gramm. Dann tue ich das Joghurt erstmal rein. Danach werden wir das Backpulver da hineinmischen. Upsala, so, oder? Das war jetzt eine ganze Packung Backpulver. Der dient dafür, dass unser Teig so richtig schön fluffig wird. Dann tun wir unser Salz hinzu. Anschließend brauchen wir natürlich unsere Butter, damit es auch ein bisschen geschmacksvoller ist. Und ganz am Ende kommt das Wasser. So Leute, jetzt machen wir es uns ganz einfach. Wir gehen einfach mal rüber hier zu der Teigmaschine, stecken das hier rein, sichern ab und die wilde Fahrt kann losgehen. Wir lassen das jetzt für ungefähr 10 Minuten kneten, damit der Teig so richtig schön homogen wird. Wir sehen uns in 10 Minuten, Leute. Bis gleich. So, meine Lieben, die 10 Minuten sind jetzt um. Wir schauen einmal rein, wie das aussieht. Baby, magst du mal rüberkommen? Unser Teig sieht so aus, als würden wir es auch so brauchen. Ich mache es mal hier ab. Es darf nicht zu weich sein, es muss ein harter Teig sein. Ich schaue mir jetzt mal die Konsistenz genauer an. Oh, der fühlt sich richtig gut an. Ja. Das war die Kamera, das waren nicht wir. So, unser Teig hat die gewünschte Struktur erreicht und wir werden es jetzt einmal portionieren. Wir haben jetzt unsere 8 Teiglinge. Wir decken das mit einem feuchten Handtuch einfach mal ab. Magst du es zeigen, Baby? Blub. Und das soll jetzt für 15 Minuten ruhen. Und während den 15 Minuten schauen wir jetzt an, was wir in der Hackfleischfüllung machen werden. Dazu nehme ich mir natürlich erstmal das Hackfleisch. Nee. Leute, wir fangen mit der Zwiebel an. Wir werden jetzt einmal die 3 Zwiebeln entsaften und jetzt zeige ich euch, wie das am besten geht. Schaut mir gerne zu. Um die Flüssigkeit von unseren Zwiebeln zu erhalten, werden wir sie jetzt einmal aufreiben. Magst du zuschauen, Baby? Tut darunter am besten eine Schüssel, weil ihr werdet schon sehen, dass die Flüssigkeit gleich hier unten rauslaufen wird. Die wollen wir natürlich einfangen. Leute, während des Reibens am besten nach oben schauen, damit eure Augen auch nicht brennen tun. So Leute, wir haben jetzt unsere 3 Zwiebeln gerieben und jetzt müssen wir die entsaften. Dazu mache ich hier das mal so auf. Ich nehme mir ein Zewa, darauf gebe ich die Zwiebelpüree-Masse und anschließend mache ich mir das ganz leicht, indem ich das einmal zusammenfalte an den Ecken und hier ganz sachte das Wasser fließen lasse. So Leute, ihr seht, das funktioniert eigentlich super. Ich würde sagen, wir haben genug
Saft geholt. Damit, was jetzt hier übrig geblieben ist, ich zeige es euch mal, was da jetzt da ist. Da ist dann die Zwiebel in einer entwässerten Form. Das könnt ihr super für Köfte verwenden. Sorry Leute, meine Augen brennen. Und wenn ihr ein super Köfte-Rezept sehen wollt, auf unserem Kanal werdet ihr auch sowas finden. Leute, lasst uns bitte ein Abo da. Wir machen gerne jetzt weiter. Nachdem wir hier den Zwiebelsaft haben, werden wir das Hackfleisch dazugeben. Wir werden unser Hackfleisch davor nicht braten. Das Hackfleisch wird jetzt gleich in Säure etwas angebraten. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fachausdruck heißt, aber wir geben unsere Gewürze noch dazu. Und weil der Çiğ schön flüssig und schön saftig sein soll, geben wir etwas Wasser dazu. Das werden wir jetzt einmal hier zerkleinern, am besten mit der Hand. So meine Lieben, unser Hackfleisch hat jetzt die gewünschte Konsistenz erreicht. Es soll schön flauschig, wässrig sein, aber auch ziemlich homogen. Jetzt werden wir uns gleich um unseren Teig kümmern. So meine Lieben, die 15 Minuten sind jetzt um. Wir schauen jetzt mal, was unsere Teigkügelchen machen. Okay, die sehen immer noch kugelig aus, so wie ich ein bisschen. Wir nehmen uns jetzt erstmal eins und wir werden tellergroße Platten draus machen. Dazu nehmt ihr euch einfach ein Kügelchen, nehmt euch etwas Mehl. Nicht sparsam sein mit dem Mehl, einfach ein bisschen verteilen und dann einfach euer Kügelchen hier hin und ihr fängt an, das entspannt zu plattieren. So Leute, somit haben wir unsere erste plattierte Teller. Die werden wir kurz nochmal einmehlen und zur Seite stellen. So meine Lieben, wir haben jetzt, gut oder schlecht, alle Teiglinge plattiert. So sieht es dann jetzt aus. Magst du mal rüberkommen, Baby? So soll es dann am Ende aussehen. Leute, jetzt, wenn wir so ungefähr diese Form haben, werden wir einfach mal unser Hackfleisch nehmen. Dazu nehmen wir uns noch einen Löffel. Wir werden es einmal kurz umrühren und ungefähr so viel Hackfleisch, ein bisschen mehr. Leute, macht nicht den Fehler wie ich immer und tut zu viel rein. Das sollte auf jeden Fall, oh, das ist schon zu viel. So viel sollten auf jeden Fall reichen. Und jetzt einmal schön. Das ist schon zu viel. Das wird echt zu viel sein. Das sollte eigentlich ganz flach und... Nee. Ich sehe es schon kommen. Leute, wenn ihr zu viel rein tun werdet, werden die aufplatzen. Deswegen tut möglichst wenig rein. Und wenn ihr ungefähr so viel drin habt, könnt ihr das einmal umklappen und euch ein Gabel holen und dann drückt ihr einfach hier die Kanten zusammen. Unser Ziel ist, dass die dann beim Frittieren nicht aufgehen werden, deswegen drückt so richtig schön auf die Kanten drauf. So, somit hätten wir unser erstes. Ich werde auf der anderen Seite auch noch die Kanten zumachen. Und wir nehmen uns gleich das nächste, das ist das erste. So Leute, wir sind auch mit dem letzten fertig. Magst du mal rüberschauen, Baby? So sieht unser letzter aus. Leute, manche sind uns sehr schön gelungen und manche eher weniger. Der sieht aus zum Beispiel wie ein Fisch. Aber, Schatz, magst du einmal rüberkommen? Ja. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit eine Pfanne aufgesetzt und haben Sonnenblumenöl reingetan. Magst du mal zeigen, wie viel Sonnenblumenöl? Das sollte ungefähr die eine Seite bedecken. Wir holen jetzt mal eins und schmeißen es mal rein. So Leute, wir nehmen jetzt mal den zweitschönsten und schmeißen das entspannt hier in das Fett rein. Das darf eigentlich nicht so heiß sein, also diese Wärme reicht. Und wir backen das jetzt mal auf beiden Seiten ganz kurz an. Und wenn ihr wollt, könnt ihr immer wieder diese Rüttelübung machen, dann bekommt ihr eventuell schöne Bläschen. So Leute, ihr merkt, wie schöne Blasen hier aufgehen. Und jetzt ist es eigentlich auch soweit, dass wir das einmal wenden können. Dazu nehme ich mir 2 Küchenutensilien und hoffe, dass ich das einmal wenden kann. Ja, sieht doch super aus, oder? Und ganz langsam und behutsam werden wir jetzt eins nach dem anderen backen. So, den nächsten können wir auch rein tun. Und so Leute, somit werden wir eins nach dem anderen richtig schön frittieren. Oh, das sieht echt schön aus, ne? Nehmt ein Zewa und tut es einfach hier drauf, damit das überflüssige Öl hier auch weggezogen werden kann.
So, und jetzt holen wir auch wieder das nächste. Meine Lieben, wir machen das fertig und danach werden wir gleich auf den Balkon gehen, um euch das zu zeigen, wie das innen aussieht und damit wir das auch warm essen werden können. Bis gleich, wir sehen uns auf dem Balkon. So, meine Lieben, wir sind endlich fertig. Also, das macht meine Mama immer sehr gerne und die hat es früher für 10 Personen gemacht. Also, wir haben es jetzt nur für 2 Personen gemacht und ich habe es schon sehr stark schwitzen müssen. Respekt an meine Mama. Ich liebe dich, Mama. Mal schauen, ob ich das genauso gut gemacht habe wie sie. Ich nehme jetzt mal eins. So, einfach mal den hier. Oh, Baby. Oh, das ist schon zerrissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Leute, und jetzt machen wir das mal auf. Oh mein Gott, Baby, schau mal das an. Okay, und jetzt, Leute, ab damit in den ewigen Tunnel. Mm. 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 Leute, ich schwör's euch. Ich weiß nicht, ob es an meinen Genen liegt, warum ich das so sehr liebe oder an der Kultur, aber das ist einfach Fleisch, Fett und Kohlenhydrate, in dem es einen Teig gibt. Für mich, das ist unglaublich geil. Mm. Mm. Mama, ich habe zwar dein Rezept benutzt, aber ich habe es auch gut hinbekommen, finde ich. Vivi? Magst du auch mal probieren? Auf jeden Fall. Okay, Vivi. So, Dele. Ja, wir beißen vom gleichen ab. Das schmeckt so gut. Das hat so einen krass guten Geschmack. Vor allem, das denkt man nicht, dass das so krass schmecken kann, aber es ist so gut, weil es frittiert ist. Es ist Schon Fleisch. die Bienen sogar. Es ist Teig. Ja, die Bienen wollen auch Party machen. Çiğbörek-Party. So, Leute, wir lassen jetzt noch den Jimbo kurz probieren. Jimbo, hoch, utsch. Utsch, sitz, utsch. Sitzchen. So, Leute, ihr habt gesehen, den Bienen schmeckt's, uns schmeckt's. Mal schauen, ob es den Jimbo schmecken wird. Also wenn ihr etwas nimmt und wegrennt, dann heißt es, das schmeckt Ihnen unglaublich gut. Leute, ihr müsst es unbedingt nachmachen und als Tschüss beiße ich noch einmal rein. Ich hoffe, ich erwische keine Biene. Leute, wir werden jetzt schmächtig zu Ende essen. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen. Meine Frau wird es wahrscheinlich auch jetzt warm essen möchten. Ich merke schon, wie sie schluckt. Es hat uns sehr gefreut, Leute. Wenn ihr uns ein Abo da lassen würdet, wären wir umso glücklicher und ein Like. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir als nächstes kochen sollen, dann schreibt uns bitte in die Kommentare. Ich habe euch alle lieb und wir werden uns bald sehen. So Leute, tschüss. 3, 2, 1, Cut. Ja.